Heute mal ein Video dazu, wie man richtig Anatomie lernt. Also eigentlich wichtig vorab, das ist kein Tutorial, sondern mehr so ich erzähle aus meinen Erfahrungen und sage so ein bisschen, was mir so am meisten bisher geholfen hat. Kurz zu mir, ich bin Linus, ich will Animator und Mangaka werden. Verfolgt mich gerne auf meiner Reise und ich würde sagen, jetzt die paar Takes, die ich habe zum Thema Anatomie lernen. Hier ist mal ein paar Sachen, die du nicht tun solltest. Also, weil ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Fehler gemacht in Bezug aufs Anatomie-Lernen. Dieses Morpho-Anatomie-Buch hier haben bestimmt auch ein paar andere von euch. Dieses Morpho-Anatomie-Buch habe ich auf jeden Fall genommen und jede einzelne Zeichnung daraus abgezeichnet. Einfach 1:1 abgezeichnet. Und das wirklich Linie für Linie. Ich habe nicht wirklich verstanden, was ich da zeichne. Auch wenn viele gesagt haben, ja okay, du musst verstehen, was du zeichnest. Versteh das, was du zeichnest. Ich habe es trotzdem nicht verstanden, auch wenn also was damit gemeint war zumindest. Ja, das war so ein bisschen mein Problem daran. Am Ende habe ich es dann doch einfach 1:1 abgezeichnet. Und es hat mir auch was gebracht. Natürlich ist nicht so, dass ihr dann nichts lernt daraus. Ich dachte so danach, ja okay, keine Probleme mehr, Menschen zeichnen und so. Jetzt kann ich endlich alles zeichnen, was ich will. Aber das war halt nicht so. Was ich hätte besser machen können, ist dieses Verständnis aufbauen. Aber ich habe halt nicht wirklich verstanden, wie das gehen soll. Jetzt gerade läuft es nämlich ein bisschen besser und deswegen mache ich auch dieses Video, um zu erklären, so was mir jetzt da geholfen hat, um dieses Verständnis aufzubauen oder Sachen dann wirklich auch zu verstehen. Fabi und ich haben auf jeden Fall eine Challenge angefangen. Die basiert ein bisschen auf der Challenge von Jörg und die Habo, die 700-Hände-Challenge. Wir machen das im Prinzip genauso. Wir nehmen jedes Körperteil und zeichnen es 700 Mal. An sich ist es ja das gleiche wie das mit dem, okay, ich zeichne einfach ganz viel Anatomie ab. Allerdings hängt es davon ab, wie man währenddessen denkt. Am Anfang habe ich das nämlich genauso gemacht wie auch letztes Mal mit dem Anatomiebuch. Ich habe einfach nur viel gezeichnet, viele Oberkörper gezeichnet. Und das ist auch natürlich gut, es bringt was. Der Unterschied, den ich dann wirklich auch gemerkt habe, war dann, wie gesagt, diese Denkweise. Und zwar hängt es davon ab, wie man beobachtet. Und zwar gehört für mich zum Verstehen gehören mehrere Sachen. Und zwar gehört für mich dazu, also wie sieht das Shape überhaupt aus, ist klar. Wie sieht dieses Shape aus, wenn das Körperteil sich bewegt. Zum Beispiel, wenn ich meinen Arm anhebe, dann verändert sich das Shape von meiner Brust. Jedes Körperteil beeinflusst auch ein bisschen das andere. Heißt, wenn ich meinen Arm hebe, wie beeinflusst das vielleicht den Rest meines Körpers? Oder wie beeinflusst das den Rest der Pose? Kann man dieses Objekt, dieses Shape dann auch noch rotieren in der Perspektive? So, das sind die Sachen, finde ich, die für mich zu Verständnis gehören. Was mir jetzt geholfen hat, das Ganze zu verstehen, ist es so in Schichten zu denken, sage ich mal. Heißt, ich zeichne jetzt nicht einfach direkt einen ganzen Arm ab, das ist überfordernd, sondern ich zeichne erstmal nur die Knochen, probiere nur die Knochen zeichnen zu können, rotieren zu können, was auch immer. Und dann habe ich so gemacht, dass ich jeden Muskel einzeln hinzufüge. Und um zu verstehen, wie funktioniert wirklich jeder einzelne Muskel. Heißt, ich habe dann erstmal nur zum Beispiel den Bizeps zu zeichnen oder so. Weil wenn ich diese Shapes verstehe von den einzelnen Muskeln, kann ich daraus ein größeres Shape finden. Mein Beispiel jetzt dafür wäre hier die Muskeln unter der Achsel. Es gibt ja durchaus welche, die das zum Beispiel einfach als Y simplifizieren. Und daran ist auch nichts falsch, aber es sind immer so diese Tricks, finde ich, Sachen zu simplifizieren, ohne dass man weiß, warum man es eigentlich genau so macht. Und das ist halt das Problematische daran, weil ich habe das zwar benutzt, aber es sah trotzdem nicht richtig aus. Und das ist halt das Resultat daraus, weil man nicht wirklich weiß, wieso man etwas eigentlich so simplifiziert. Und das habe ich halt sehr stark dann gemerkt. Besonders wenn ich dann Sachen auch cleaner zeichnen wollte oder so Lineart machen will. Und was ich auch sagen muss, es hilft nicht jedem, die gleiche Art zu simplifizieren. Mir fallen natürlich andere Dinge schwer als jetzt dem anderen Artist. Deswegen muss ich auch so, sage ich mal, meine eigenen Lösungen finden für diese Probleme. Deswegen ist das jetzt ja auch kein Tutorial, wo ich 1:1 irgendwas vorkaue, wie man jetzt jedes Körperteil zeichnet. Weil letztendlich bringen meine Lösungen, die ich für bestimmte Körperteile habe oder wie ich sie besser simplifizieren kann, bringen nicht unbedingt euch auch was. Oder umgekehrt von irgendeinem anderen Artist heißt nicht unbedingt, okay, ich benutze seine Methode, deswegen funktioniert sie auch für mich. Deshalb brauche ich auch eine andere Art zu constructen. Und ich will jetzt auch gar nicht unbedingt darauf hinaus, dass jeder unbedingt jetzt so eine extreme Challenge machen muss mit 700 Stück zeichnen von einem Körperteil. Es gibt genug Artists da draußen, die
das auch gelernt haben, ohne jetzt solche Challenges zu machen oder so. Aber es ist trotzdem dieser Unterschied von der Beobachtung. Die haben so lange beobachtet, bis sie es wirklich verstanden haben, über Jahre. Das ist auch genau der Grund, weshalb diese Leute das jetzt heutzutage so gut simplifizieren können. Sie haben es genauso beobachtet und ich will mit diesen 700 Mal zwinge ich mich dazu, das auch zu tun. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich groß was ändert im Vergleich zu meinem ersten Versuch Anatomie besser zu verstehen. Allerdings ist der Unterschied letztendlich, dass als ich bei so 300 Stück, glaube ich, angekommen bin, war es so, ich dachte mir, oh scheiße, ich habe nur noch 400 übrig bis zu den 700. Und dann war ich einfach so, boah, ich wollte auf ein bestimmtes Level kommen, ich will auf ein professionelleres Level kommen, was jetzt einfach nur in dem Fall Oberkörperzeichnen angeht. Ich dachte mir, okay, ich habe nur noch 400 übrig, wie soll ich es schaffen, in diesen 400 auf dieses Level zu kommen? Dann habe ich gemerkt, okay, in jeden einzelnen dieser Oberkörper, die jetzt noch übrig sind, setze ich wirklich Mühe rein und probiere so viel zu verstehen wie möglich. Das hat den größten Unterschied meiner Meinung nach gemacht, weil ich mir so einfach viel Mühe geben konnte und viel Mühe gegeben habe bei jedem einzelnen Oberkörper, den ich gezeichnet habe und probiert habe, so viel wie möglich zu verstehen. Und das ist nämlich der größte Unterschied im Denken, den ich gemerkt habe. Und deshalb ist das mit dieser hohen Anzahl, sage ich mal, so eine festgelegte Anzahl zu haben, eine psychische Unterstützung eher, sage ich mal, die mir hilft dabei, okay, nach diesen 700 Stück will ich das Level erreicht haben. Das hilft mir dann nur noch mehr, mir Mühe zu geben. Also probiert's auf jeden Fall aus. Jetzt nochmal ganz kurz von meiner letzten Erfahrung zum Thema Anatomie lernen. Supportet bitte dieses Video, würde ich mich sehr drüber freuen. Checkt auch den Kanal Kavi und Linus ab. Da laden Kavi und ich zusammen Videos hoch. Und checkt auch unseren Discord ab, dann seid ihr mit den Anatomie-Struggles nicht alleine. Und könnt euch gegenseitig unterstützen. Das hilft auf jeden Fall, denn ihr könnt auch aus den Fehlern von anderen lernen und auch Feedback bekommen. Wir haben wirklich coole Artists da, also schaut gern vorbei, Link ist in der Beschreibung. Ach ja, und schaut auch gern bei meinem Instagram vorbei, linus.draw. Falls du jetzt überfordert bist, wie du an die Sache rangehen kannst, ich habe mir selbst zum Üben, sage ich mal, so eine Art Checkliste gemacht, wie ich jetzt rangehe, um Anatomie besser zu verstehen. Und zwar, ich nehme mir erster Schritt ein Körperteil vor, ein bestimmtes, das ich üben will. Und dann probiere ich in Schichten zu denken. Ich zeichne erstmal nur die Knochen, rotiere die, lasse sie bewegen, verstehe die Gelenke und so weiter. Und danach setze ich einen Muskel nach dem anderen drüber. Ich probiere erstmal nur diesen einen Schulteranteil zu üben oder zu verstehen. Dann den zweiten dran setzen, dann den dritten, dieses gesamte Shape verstehen und so weiter. Dann schauen, okay, wie bewegen sich diese Shapes und wie sehen sie aus, wenn sie sich bewegen. Und dann probiere ich das noch zu rotieren. Und das mache ich dann für jede Perspektive, die mir so einfällt, für jede Rotierung, sage ich mal, und für jede Bewegung, die eben dieser Knochen oder dieser Muskel, dieser Bereich machen kann. Also ich bin jetzt noch weit entfernt davon, fertig zu sein mit dieser Challenge. Ich bin jetzt gerade fast fertig mit den Oberkörpern gerade mal und dann kommen noch die ganzen anderen Körperteile. Ich bin noch recht am Anfang, was diese Challenge angeht, aber über diese Challenge selbst und wie es bei uns läuft und noch Tipps konkret zu dieser Challenge machen Kavi und ich nochmal in einem separaten Video. Und das war jetzt nur ein Beispiel, um zu erklären, wieso diese Denkweise so wichtig ist oder was zumindest mir geholfen hat beim Üben bei mir, um dieses Thema Anatomie lernen besser zu verstehen. Und wie gesagt, das hier sind alles nur meine eigenen Erfahrungen. Das soll kein Tutorial sein oder eine Anleitung, wie ihr jetzt Anatomie lernt. Es ist einfach nur diese Denkweise, die mir sehr viel bringt und vielleicht euch auch. Wäre cool, teilt auf jeden Fall eure Erfahrungen in den Kommentaren zum Thema Anatomie lernen. Wie gesagt, man kann aus den Erfahrungen anderer auch lernen. Also lasst uns ein bisschen voneinander lernen und so den Prozess nicht noch schwerer machen, als er eh schon ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.